Ja, Glück auf, liebe Aktienfreunde. Ich begrüße euch zu der Oktoberrückschau. Wir haben heute den 1.11. Es ist also höchste Zeit, hier zu schauen, wie der Oktober gelaufen ist. Das machen wir ähm, mit verschiedenen Fokussen. Zum einen auf die Dividenden, Kursentwicklung und Käufe und Verkäufe im Portfolio. Das wird auch diesmal ein bisschen schneller gehen, da gar nicht so viel im Portfolio passiert ist. Ja, der Oktober war er ein Uptober, war er ein Downtober. Bis zum 6.10. sah eigentlich alles noch gut aus. Dann gab es doch vermehrt Äußerungen. Das fing ja an mit Jamie Dimon von JP Morgan, der gesagt hat, ja, wir sehen überall Küchenschaben, Kreditausfälle bei First Brands. Hat dann in die Bewertung der BDCs und CLO reingehauen, reingeschlagen sozusagen. Und seitdem ging das also bis Mitte des Monats abwärts. Ungefähr 3% Kursverlust. Und dann kamen eigentlich die ersten Zahlen aus Q3 raus. Und oh Wunder, man hat bisher bei den Unternehmen, die ich jetzt hier analysiert habe, eigentlich überhaupt keine negativen, also sagen wir mal, relevanten negativen Kreditergebnisse gesehen. Also ich würde eher sagen, Business as usual, keine großen Änderungen. Und so fingen dann auch wieder die Kurse an, sich wieder ein bisschen nach oben zu kämpfen. Und am letzten Tag ging es dann, am 31. ging es dann auch nochmal für mich so in der Summe so ein halbes Prozent oder 0,7 sogar nach oben. Bis eben stand erst der 30-Tage-Rückblick, habe ich also leider wieder einen Monat ohne Kursgewinn. Nun ja, es sei es wie es sei. Dividenden zeigte mir 3,437 an. Ich meine, es sind eigentlich nur 3,390. Habe ich jetzt in meiner Excel-Liste verglichen, habe jetzt aber noch keine Lust gehabt, da jede einzelne Position miteinander abzugleichen. Und das wird sich auch wahrscheinlich ausgleichen, wenn jetzt die Dividenden vom 31., die sind ja noch nicht tatsächlich da, sondern erstmal nur per Hand eingetragen. Wenn die tatsächlich kommen mit den aktuellen Umrechnungskursen, dann wird sich das wahrscheinlich zwischen den beiden Listen abgleichen. Im Moment war ich ein bisschen erstaunt, dass ich ein bisschen mehr stehen habe, als ich dachte. Und auch in meinem Excel-Sheet habe ich 1.000 Euro mehr hier stehen. Das kann aber auch daran liegen, dass Parkett früher abschneidet und wie gesagt, gestern in den späten Abend oder in den Abend hinein die Kurse eigentlich nochmal ganz gut sich entwickelt haben. Und von Google Sheets kriegt man, glaube ich, die Börsenschlusskurse in USA und Parkett schneidet das schon vorher ab. Die kaufen da irgendwie andere Kurse. Aber es ist jetzt auch nicht so wirklich wichtig. Ja, 30 Tage Rückschau, nice. Besser wäre es, ich hätte hier gerne mal eine plus 500 oder plus 1000 gesehen, so wie sich das im Anfang andeutet. Also aus dem Uptober wurde dann Downtober. Warten wir auf den November, vielleicht wird es ja besser. Im Moment stehen alle Zeichen ganz günstig. Auf der anderen Seite wollte ich eh nichts verkaufen, es spielt eigentlich keine so große Rolle. Dividendenkürzungen haben wir bisher noch keine gesehen, noch nichts gehört. Die BDCs scheinen sich wacker zu schlagen, aber da ist natürlich auch noch sehr wenig veröffentlicht. Ich habe, glaube ich, erst Ares und Herkules jetzt sozusagen zur Kenntnis genommen und dann hauptsächlich aus dem REIT-Bereich. Und da, wie ich das schon vermutet habe, wittern so einige Werte jetzt Morgenluft, dass es zwar noch nicht wirklich aufwärts geht, aber so eine Trendwende sich andeutet. Das Immobilienmarkt ist immer noch unten, ja, aber auch da gibt es so erste Hoffnungsschimmer sozusagen. Also schauen wir mal, wie sich das jetzt über den Winter hin weiterentwickelt. Wenn ich hier umschalte auf seit Kauf, dann sieht das natürlich ganz anders aus, insbesondere 2025 hier der derbe Absturz, den sieht man hier hinten, also das hier ist nur eine Aktie, diese Vorgeschichte, und hier hinten haben wir dann den Rückgang in 2025 von allen Kreditwerten, BDCs, aber auch die Closed-End Funds sind in den Keller gerumst und insgesamt habe ich noch einen internen Zinsfuß hier nach Parkett von 5,86, in meiner Excel-Liste bin ich bei 6%. Insgesamt, da sind dann aber auch die Cash-Werte, sprich die P2P-Darlehen mit drin. Das hat aber hier auf die interne Zinsfußberechnung aus irgendeinem Grund keine Auswirkung. Hier steht jetzt immer noch eine 5,86, also die berechnen den internen Zinsfuß hier nicht auf die Erträge aus Zinsen sozusagen. Die Zinserträge, die stecken hier auch drin, aber die scheinen hier keine Rolle zu spielen. Die Dividenden haben die 100.000 Euro überschritten. Das ist mal ein Meilenstein, würde ich sagen. Und deshalb werden wir uns jetzt am ersten Schritt auch mal mit den Dividenden im
Oktober beschäftigen, nicht mit der Darstellung hier über die ganzen Monate der letzten Jahre, 4,5 Jahre, sondern mit den Dividenden. Und das machen wir aber über Aktivitäten. Jetzt habe ich mich ja selber ausgetrickst. Und auch nicht November, da ist auch ein bisschen was schon eingetragen, sondern Oktober, und wir wollen alle Holdings haben, aber nur die Dividenden. Prima, und dann gehen wir das mal kurz durch, ist eine ganze Menge, 3.390 oder 3.400, je nachdem, wo ich da hinschaue. Dynex Capital habe ich gerade ein Video zu gemacht, muss ich jetzt gar nicht viel dazu sagen. Regelmäßig für mich so 170 Euro Anfang des Monats. Das sind immer Bruttowerte, Steuer geht noch runter, das ist klar. Dann haben wir die Thanachart jetzt hier mit ihrer Halbjahresdividende, die habe ich jetzt hier im Oktober drin. Das könnte schon der Unterschied sein, wenn ich die in dem Excel im September drin hatte. Das wäre schon eine mögliche Erklärung. Ja, stimmt. Das hängt damit zusammen, wie die ausgewiesen wurde auf den Abrechnungen des Brokers. Also ich habe auch, glaube ich, bei einem anderen Broker gesehen, dass die 30.09. geschrieben haben. Also hier bei dem Broker Trade Republic, wo ich die habe, da stehen die auf 1.10. als Auszahlungstag. Und dann stehen die jetzt hier auch mit 1.10. drin. 30 Euro, das könnte schon der Unterschied sein. Ja, dann kommen Anfang des Monats auch diese JP Morgan ETFs, die ich immer noch habe und auch behalten werde, aber jetzt wäre jetzt nicht unbedingt vordringlich, die auszubauen. Der Nasdaq wie immer so ein bisschen mit einer höheren Dividendenauszahlung als dieses JP Morgan US Equity Premium. Dem, was jetzt für November erwarte, sind, glaube ich, beide Auszahlungen leicht gestiegen. Dann kommen die Income Shares, habe ich bei 2 Brokern, die kommen also 3-mal. Und da muss ich sagen, ja, also so mit ihrer geänderten Strategie seit August beginnen sie mir wieder besser zu gefallen. Vorher war ich ja eigentlich schon auf dem Verkaufsknopf, aber da hat sich jetzt ein bisschen, bin mal so, sagen wir mal vorsichtig optimistisch, dass die Kurse so in etwa stabil bleiben könnten. Das wäre schon mehr als ausreichend, denn man kriegt ja hier eine wahnsinnig hohe Dividendenrendite. Also insofern, ja, ich bin da reingegangen, als die Kurse noch hoch standen und dann Monsterdividenden von über $1 ausgezahlt wurden, die dann aber auch den Kursheber zum $1 runtergebracht haben. Im Moment scheinen die Kurse so halbwegs stabil zu bleiben und man kriegt dann trotzdem noch eine angenehme Dividendenrendite, die wir jetzt hier nicht sehen können. Können wir uns nachher dann nochmal im Detail anschauen. Durchaus über 20-30% Dividendenrendite, die wir hier sehen können. Ja, dann kommt der Yieldmax auf dem MicroStrategy, der ist zwar im Kurs ordentlich runtergehauen, hat aber hier nochmal über $1 Dividende gebracht am 10.10. Die nächste Dividende kommt Anfang November und wird dann aber doch deutlich niedriger ausfallen. Also 80 US-Dollar-Cent, 70 Euro-Cent, das sind also über 20% weniger Dividende. Und der Kurs ist auch ordentlich unter die Räder geraten. Wie aber letztlich ja MicroStrategy auch ist ja schon ein gehebeltes Produkt auf dem Bitcoin, und dann dieser Yieldmax ist nochmal ein Hebel auf MicroStrategy, und vor lauter Hebeln reagiert das natürlich extrem empfindlich dann auf Kursrücksetzer oder Kursrückgänge im Bitcoin, die wir ja im Moment auch haben, oder zumindest keine sehr positive Entwicklung. Ja, dann die beiden Global X, ich habe sowohl den Nasdaq wie auch den Stocks, ja, auch würde ich sagen Covered Calls, die ich jetzt auch nicht mehr kaufen würde, aber jetzt auch nicht verkaufen werde und weiter die Dividenden genieße. 10-12% Dividendenrendite. Dann kommen die Income Shares bei dem Smart Broker Plus. Da hatte ich, also ich habe hier zuerst, glaube ich, für 500 Euro bei FlatEx gekauft, weil da aber die Kaufgebühren so hoch waren, bin ich dann umgestiegen und habe zweimal diese hier gehalten, S&P und Coinbase, und habe dann einmal Nasdaq gekauft. Deswegen hatte ich hier 500 Euro, da habe ich ungefähr 100 Nasdaq hier dafür bekommen. Damals, also das sind spätere Käufe als die Käufe, die ich hier getätigt habe. Insgesamt habe ich von den beiden hier, Coinbase und S&P 500, 3-mal 500 Euro investiert und in den Nasdaq 2-mal 500. Jedenfalls bis Ende September war das so.
Vielleicht hat sich da jetzt was geändert. Ja, die Dividendenrenditen schauen wir uns nochmal in der Excel-Übersicht dann an. Trinity hat ausgezahlt. Da habe ich 700 Anteile. 51 US-Dollar-Cents hat es hier gegeben. Crescent gab es jetzt auch die Quartalsdividende. Ja, Orion, das kann man eigentlich überspringen, das sind 17 Cent. Die blaue Eule hat auch Quartalsdividende, also der Oktober war jetzt der Monat der Quartalsdividenden BDCs, jedenfalls die ich im Portfolio habe. Trinity, Crescent und Blue Owl. Ich glaube, der Carlyle BDC hat jetzt nicht, auch der, genau. Doch, also alle, oder nicht alle, aber 4 BDCs, so viele habe ich ja nicht mehr, 7, 8, die haben jetzt im Oktober ihre Quartalsdividende bezahlt. Das ist natürlich schön. Und hat den Oktober dann eben auch nochmal durchaus hier verbessert. Und das Mitte des Monats ist dann auch nicht unangenehm, weil die ganzen Closed-End Funds immer Ende des Monats zahlen. Und dann habe ich auch ein bisschen Cash-Zuwachs hier Mitte des Monats und kann damit mir dann auch mal Brötchen leisten. So, Wisdom Tree Equity hat auch bezahlt. 10 Euro, 80 Anteile habe ich da von, ja, wird auch weitergehalten. So ein bisschen die europäische Alternative, die ich ja mal Mitte des Jahres gesucht habe. Dazu gehörte auch dieser Global X Stocks 50 Covered Call. Sehr viel Covered Call Aktivitäten in Europa haben wir ja sonst nicht. Und Wisdom Tree gehört eben dazu. Dann haben wir die beiden NEOS ETFs so gegen Ende des Monats. Und da hatte ich ja über eine Option den S&P 500 Anteile von 100 auf 200 nochmal erhöht. Da gab es auch ein Video, wie ich die Option gekauft habe. Die habe ich dann auch ausgelöst und die Anteile sozusagen zum fest vorgegebenen Preis erworben. Und ja, beim Nasdaq habe ich noch 100. Hätte vielleicht den Nasdaq nehmen sollen und nicht den S&P. Jetzt habe ich im Moment erstmal kein Geld. Ich würde aber gerne den Neos Nasdaq auch auf 200 erstmal aufstocken. Ist noch ein Ziel. Könnte ich über einen Margin machen, also sprich über einen Kreditkauf. Würde ich vielleicht machen, wenn ich die Hälfte an Cash zusammen habe. Sprich 100 Stück, 5.500 Dollar, sich da in der Größenordnung 2.500 Dollar hin übertrage, dann den Rest kaufe ich dann auf Margin. Würde ich vielleicht machen. Aber das wird jetzt nicht im November passieren. Sehe ich eher so, ja, irgendwann im nächsten Vierteljahr vielleicht. Aber muss ich immer noch mit einer Option machen. Gibt noch keine andere Möglichkeit, leider diese Werte zu erwerben. Aber mit der Option geht das ja, und wenn man das ein bisschen geschickt macht, dann kann man das sogar günstiger kaufen, als wenn man, also wenn man ein bisschen Glück hat, muss man auch fairerweise sagen, als wenn man den Wert direkt am Anfang des Monats kauft, und mit der Option kann man so ein bisschen spielen und auf den Kurs gucken. Ja, dann habe ich den iShares World Equity, das ist Wink heißt der, oder ich nenne den immer in meinem geistigen Hirn, was da noch übrig ist. Wink Commander, also WINC, ist auch ein Covered Call ETF, der aber weltweit Covered Call schreibt, in US-Dollar gehandelt wird und von dem ich hier 110 hatte. Der ist relativ preiswert zu erwerben und zahlt aber keine Monatsdividende, sondern eine Quartalsdividende. Ich habe jetzt aber jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Jetzt kommen wir zu den 31.10. Werten. Davon habe ich praktisch noch keine Dividenden erhalten. Also hier ist zum einen Ellington Credit, jetzt ist ein Closed-End Fund, das wird ein bisschen auch dominiert von den Closed-End Funds. Ellington hier mit der Dividende, die kommen also dann in der Auszahlung wahrscheinlich Montag, Dienstag im November dann rein. OFS ist auch so ein Closed-End Fund, die sind alle so ordentlich in den Keller gefallen, dass die nicht mehr im Keller in der ersten Etage sind, sondern schon in der Parkgarage unter dem Keller. Oxford Lane Capital, ja, gibt es wahrscheinlich nächste Woche ein Video auch dazu, wo schon tatsächlich eine Auszahlung stattgefunden hat, ist der PIMCO, US Short-Term High Yield. Da habe ich schon eine Dividende erhalten. Genau, vielleicht habe ich den auch doppelt drin, dann müsste ich den mal löschen, muss mal gucken. Dann Carlyle Credit Income Fund, da warte ich auch drauf. Meine größte Position, 450 Euro, Dividendenauszahlung. Also auch bei diesen Werten, die wirklich kurstechnisch gibt es bisher noch keine Dividendenkürzung, außer mit Ausnahme von Oxford Lane, die ist aber schon vor einem Vierteljahr angekündigt gewesen. Und hier kleine Dividendenkürzungen zu sehen, wäre mir auch eigentlich ganz recht,
wenn dadurch die Kurse ein bisschen wieder stabilisiert werden könnten. Eagle Point Credit, auch hier regelmäßige Dividende, keine Kürzung, nichts zu sehen. Soundport Meridian ist der einzige von den Closed-End Funds, der doch relativ nah am Net Asset Value handelt. Die anderen handeln alle so weit unterm Net Asset Value wie zuletzt bei der in der Corona-Krise. Da lagen sie also auch sehr deutlich unterm Net Asset Value. Das tun sie im Moment auch wieder. Und von daher ist für mich hier ein No-Go, da irgendwelche Werte zu verkaufen, weil es mir jetzt der Abstand einfach zu groß. Wird jetzt einfach weitergehalten. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Ja, dann habe ich von Soundpoint Meridian ja nicht nur die Aktie, die mir 160 Euro bringt, sondern auch den Preferred Share, der einzige Preferred Share, den ich halte. Das 0% ist hier Quatsch, das ist ein 8,075% Preferred Share und der wird auch um die $25 gehandelt. Man hat hier also einen festen Rücknahmepreis, irgendwann 2030, 31 oder so. Können Sie aber auch ein bisschen vorher schon zurückkaufen, wenn Sie das wollen, machen Sie aber im Allgemeinen nicht. Und von daher kriegt man hier ungefähr 8% Dividendenrendite mit einem festen Rückkaufpreis, allerdings in Dollar. Also es gibt natürlich immer noch ein Wechselkursrisiko. Wobei im Moment der Dollar ja so ein bisschen den Boden gefunden zu haben scheint und ja, Euroland ist ja auch nicht wirklich besser aufgestellt als die Amerikaner. Ja, AOD, Alpine Total Dynamic gibt es auch eine Monatsdividende. Freue ich mich schon drauf, warte ich drauf. Oxford Lane habe ich bei 2 Brokern, einmal 740 und einmal 500. Sind das nicht nur 720? Also sind beide manuell eingetragen. Muss ich dann nochmal schauen, vielleicht habe ich da auch einen Tippfehler gemacht. Ich dachte, ich hätte nur 720. Kann mich auch täuschen. BlackRock Capital 1000 Stück. Das ist ja auch so ein Closed-End Fund, der hauptsächlich aber die Assets hält und auf einen kleinen Teil der Assets auch Covered Call schreibt und immer noch eine Wahnsinnsdividende hat. Sein kleinerer oder sein Bruder, der BMEZ, der hat jetzt die Dividende gesenkt von 16 Cent auf 11 Cent und das habe ich eigentlich für den BCAT, für den BlackRock Capital Allocation Trust, erwarte ich das auch, ist aber noch nicht passiert. Also die haben die beiden Closed-End Funds jetzt unterschiedlich behandelt, was die Dividende angeht. Ja, dann habe ich die für mich neuen ETFs. Also dazu gehören diese REX-ETFs, die haben überhaupt keine Dividende im Oktober bezahlt. Die zahlen die Dividenden dafür doppelt im November, einmal am 3.11. und einmal dann am 30.11. Ist der Oktober jetzt ein bisschen geschwächt, was die Dividenden angeht. Über die werden wir jetzt also gar nicht sprechen. Und wo die Dividende aber kommen wird, ist der Han ETF Big Tech Options. All den dreien gemeinsam ist, dass die Kursentwicklung überragend gut ist dafür, dass so hohe Dividenden ausgezahlt werden. Können wir uns aber gleich in der Übersicht nochmal anschauen. Ja, bei Rhythm Capital gibt es jetzt auch die für diese neue Position, die habe ich jetzt erst ein Vierteljahr, gibt es jetzt auch eine Dividende. Capital Southwest Monatsdividendenzahler 90 Euro, kommt jeden Monat. Letzten Monat gab es noch eine Sonderdividende von 6 Cent on top, die ist jetzt weggefallen. Und dann habe ich den PIMCO eben doppelt genau. Ich glaube, das ist der, den ich eingelesen habe und den habe ich hier getipst. Aber das muss ich jetzt nochmal anhand der Dokumente prüfen, dann schmeiße ich einen nochmal raus hier. Ob dieser hier der richtige ist oder der untere. Einer fliegt jetzt nochmal raus. Genau, das muss ich jetzt auch nächste Woche machen, wenn ich eine Dividende einlese, dass ich die ich hier eingetippt habe, dann immer vorher nochmal lösche. Also den PIMCO bei Trade Republic, die haben gestern wirklich schon die Dividende davon eingebucht. Das muss man Trade Republic lassen, da sind sie häufig immer die schnellsten von allen Brokern. Ja. So, das waren so die Dividendenaktivitäten. Bin ich zufrieden, alles gut. Und wie gesagt, es fehlen auch noch einige, die jetzt irgendwie den Oktober mal übersprungen haben und einfach 2 Auszahlungen im November machen. Nun, mir soll es recht sein, der November ist ein bisschen schwächer an sich und wenn dann einige ETFs dann zweimal ausbezahlen, werde ich mich nicht grämen. Dann schauen wir auf den nächsten Punkt, das ist kaufen und verkaufen und lassen die Dividenden weg. Da ist nicht viel passiert. Wisdom Tree Physical Bitcoin habe ich wieder dazu gekauft. Ja, steht jetzt deutlich niedriger. Das wollte ich ja so 6 Mal machen, dass ich so 3.000 Euro mal in Bitcoin investiert habe. Oh, das habe ich jetzt nicht wirklich
gemacht mit einem Wallet und dem ganzen Kram für so eine Mini-Position. Ich weiß, not your Dings, not your coin. Key, genau, nicht mein Schlüssel, nicht mein Bitcoin, aber für diese Mini-Position reicht mir jetzt auch so ein ist ja kein ETF, so ein Exchange Traded Notes Papier hier von WisdomTree. Ich denke auch nicht, dass WisdomTree hier irgendwelchen Schmuh betreibt, sondern die haben ja auch, das kann man auch auf den entsprechenden Webseiten sehen, die das tracken, die haben eben auch einen Bitcoin-physischen Bestand, den sie halten. Das ganze Papier liegt irgendwo in Jersey, auf dieser Kanalinsel ist das gelistet, glaube ich. Also wenn ich das so richtig im Kopf habe, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Dann haben wir den iShared World Equity, dieser Wing Commander, sage ich jetzt mal, WINC. Den habe ich jetzt nochmal nachgekauft, da hatte ich 110 davon, nochmal 110 dazu. Das war aber wohl zu spät, um noch an der Dividende teilnehmen zu können. Also im nächsten Vierteljahr kriege ich jetzt für 220. Würde ich da nochmal was dazu nehmen? Ja, würde ich noch was dazu nehmen. Das sind so 500 Euro Positionen, die ich bei Smart Broker Plus kaufe. Die kosten dann überhaupt keine Gebühren ab 500 Euro. Das motiviert mich da immer, so kleinere Positionen nachzukaufen. Ich weiß, manche sagen, ist Quatsch, ist es wahrscheinlich auch, aber macht halt Spaß. Ja, dann diese Übernahme von Neos, die war jetzt sehr preiswert, also relativ preiswert. Den habe ich für 51 Dollar gekauft, 45, 41. Das muss ich mir dann bei Lynxbroker kriegt man dann nicht so eine Abrechnung in Euro, sondern einfach die Abrechnung in Dollar und dann muss man sich das selber so ein bisschen ausrechnen. Jetzt habe ich ein zuckendes Auge. Was das bedeutet in Euro und das habe ich dann, versuche ich dann so taggenau irgendwie nachzuvollziehen mit Daten, die da für den Tag zur Verfügung stellen. Ja, dann habe ich nochmal kleinere Käufe hier vorgenommen, nämlich zum einen den Wincom, achso, den habe ich jetzt hier überhaupt zum ersten Mal gekauft, der hat Dividende gekriegt und dann habe ich nachgekauft am 27.10., da habe ich keine Dividende mehr drauf gekriegt. Genau, so ist es jetzt richtig erzählt. Da habe ich jetzt 220 davon. Und wie gesagt, können auch 330 werden. Also vielleicht 440, dass ich so 2000 Euro da drin habe. Ja. Ladder Capital, auch eine neue Position. Nachdem ich das Video aufgenommen habe, hat mir das gut gefallen. Ich habe bei Ladder jetzt eine erste Position eröffnet, um dann aber auch gleich nachzulegen. Ja, dann habe ich den Income Shares Nasdaq, von dem hatte ich ja nur 2 Käufe. Da habe ich jetzt einfach mal einen dritten Kauf gemacht, dass ich bei allen 3 Income Shares, die ich habe, auch 3 mal 500 Euro investiert habe. Und da jetzt die Kurse doch niedriger stehen als im April, Mai, als ich da die zweiten Nachkäufe getätigt hatte, habe ich jetzt glatt 125 Anteile nochmal dazu gekriegt. Die werden jetzt aber zum Ende des Monats keine Dividende mehr bringen. Die bringen dann erst im November, bei der November-Auszahlung die Dividende. Nee, was heißt Ende des Monats? Die Income Shares kommen ja immer so am 11. oder so. Und da werden die aber Dividenden schon erzeugen, die 125 Anteile. So, hier liegt jetzt das Ding da drüber. Was soll das? Geh weg. Aber der letzte Kauf war jetzt eigentlich auch nur die Ladder Capital hier nochmal für 9,40 Euro am selben Tag, glaube ich, sogar nochmal nachgekauft. Und damit habe ich da jetzt 120 Stück. Ja, auch das kann man nochmal ein bisschen ausbauen. Mehr Liquidität habe ich jetzt auch nicht frei gehabt. Das ist eigentlich auch schon relativ viel, was ich hier gekauft habe. Und das wird im November eher ein bisschen weniger werden. Und was kaufe ich im November? Mindestens einmal Physical Bitcoin, das hatte ich mir jetzt vorgenommen. Und einmal irgendeiner, wahrscheinlich Wink oder Ladder oder Herkules habe ich jetzt noch im Auge. Vielleicht sogar Herkules, einfach mal eine Position wieder anfangen. Ja, hat mir das Video auch ganz gut gefallen. Ihr seht es nächste Woche dann wahrscheinlich. Also könnte aber auch Ladder werden. Könnte auch Rhythm werden. Hat mir auch das Video ganz gut gefallen, was ich selber aufgenommen habe. Ist ja immer schön, wenn einem die Videos, die man selber aufnimmt, dann hinterher auch beim Anschauen oder Durchscannen, dass man sagt, ja, könntest du eigentlich nochmal deine Position ein bisschen ausbauen. Das wird wahrscheinlich nicht, ja, vielleicht nicht der Fall sein bei den Closed-End Funds, vielleicht aber doch. Ja, das waren so die Zukäufe, das ist jetzt nicht viel gewesen. Also ich habe aber auch ein bisschen was noch, so 1000 Euro noch in P2P geschoben, aber auch nicht so sehr viel mehr. Dann nähere ich mich jetzt so langsam den 100.000 Euro an und
Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das bringt auch immer relativ viel Cashflow, den man dann wieder einsetzen kann, um zum Beispiel auch ein paar Aktien nachzukaufen. Gut, dann sind wir eigentlich hier durch. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes in Parkett, was man sich anschauen kann? Gewichtungen, die man hier haben. Der Cash-Bestand, äh, das sind die P2Ps. Ja, da finde ich eigentlich meine Grafiken irgendwie besser nach Assetklasse, Sektor, Branche und so weiter. Man kann auch auswählen, dass man sich das Kapital anguckt, den Cashflow dann in den Monaten hier berechnet, was für ein Cashflow hat es da gegeben, Zu- und Abfluss durch Käufe und Verkäufe. Also im Oktober habe ich gekauft, da ist nichts abgeflossen. Also eigentlich in den letzten Monaten immer mehr investiert als desinvestiert, wie hier noch Januar, Februar. Da ist wirklich Geld abgeflossen, teilweise aber dann auch in P2P, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das hier mit drin ist. Nee, ich glaube, hier geht es eigentlich nur um das Aktienportfolio. Käufe und Verkäufe spielen bei P2P keine Rolle. Da heißt das nicht, weil das Cash-Konten sind, heißt das dann ein bisschen anders. Ja, für meine Metrik oder meine internen Berechnung passt das nicht 100% hier mit dem, was Parkett so berechnet, aber es ist trotzdem interessant, instruktiv und so weiter. Gewichtung hatten wir schon, Kapital, ähm, Renditen sieht dann wahrscheinlich ein bisschen trauriger aus, aber ja, also ja, hauptsächlich negativ und für November 0,01, das find ich schon mal gut. Äh, Die rechnen hier ein bisschen positive Renditen für Mai und Oktober aus. Weiß ich jetzt nicht, ob da die Zinseinkünfte können hier keine Rolle spielen, weil die nicht eingetragen sind. I don't know. Ist ein bisschen kompliziert. Okay, also dann können wir nochmal zur Portfolioübersicht umschwenken. Hier in mein Anlageportfolio aufs XIRR geschaut, 2025 im Schnitt P2P und das Aktienportfolio liegt bei minus 3%, da lag ich schon mal wesentlich tiefer. P2P liegt bei 19% im 2025, das ist natürlich sehr gut, kann aber den Rückgang von 8% bei den Aktien eben nicht ausgleichen, weil das in der Summe natürlich nur ein Drittel ungefähr ausmacht, ne, oder schon mehr als ein Drittel. 40% ist das richtig? Ja, 40% des Aktienportfolios ist das P2P-Portfolio. Reicht noch nicht ganz, um die Gesamtperformance wieder auf Null zu bringen. Aber vielleicht sehen wir ja bei den Aktien jetzt doch mal im November, Dezember ein bisschen eine Steigerung und dann könnte sich das in der Summe so auf die Null zu bewegen. Ansonsten habe ich ein XIRR über alles von 6%. Also die schwarze Linie, der Mittelwert der schwarzen Linie lege hier bei 6%, wenn man den hier über die Jahre aufträgt. Wobei die großen Volumina, die sind in 2024, die Volumina waren hier kleiner und hier größer. Also insofern ist für die Gesamtperformance leider die Performance des letzten Jahres, ja, die wiegt da schwerer als die Performance von 2023 zum Beispiel, die ja hier, äh, da lagen sowohl P2P wie Aktien so ungefähr gleich auf. Wenn ich aufs Portfolio schaue, dann hat P2P nicht zugenommen. Das war im letzten Monat 29,5%, obwohl ich hier investiert habe. Wen es interessiert, wo habe ich denn eigentlich drin investiert? In Devon habe ich investiert und ich glaube ein bisschen was auch in Debitum und Quanloop. Ich glaube, die drei sind ein bisschen ausgebaut worden. Bei den ETFs ist ja jetzt muss ich mal gucken, wie der heißt. Der SPYI ist verdoppelt, der war vorher bei 1,3% und da sitzt ja dann auch der QQQI, der sitzt bei 1,4. Das sind diese NEOS-ETFs, da habe ich ja den einen über die Option verdoppelt sozusagen. Bei den Funds ist gar nichts passiert, ich habe auch nichts verkauft, nichts dazu gekauft. Bei den BDCs ist auch nichts passiert. Bei den REITs ist jetzt Ladder Capital dazugekommen. Und hier ist ja übrigens noch der Wink. Wo ist der Wink Commander? Hier unten ist er, genau. Da sind ja, den habe ich ja komplett neu im Portfolio drin, genauso wie Ladder. Also insofern haben sich die ETFs ein bisschen vergrößert. Beim BDCs ist diesen Monat jetzt nicht viel passiert. Da hatte ich im September ein bisschen was dazugenommen. Und bei den Funds eben keine Bewegung im Moment. Bei Petrel auch nichts dazugekommen, bei den thailändischen Banken
auch keine Bewegung, war ja jetzt auch nicht so viel Bewegung. Und die einen und anderen haben sich ein bisschen ausgedehnt oder sind ein bisschen kleiner geworden. Aber auch da ist ja nicht so sehr viel jetzt im Oktober passiert. Nach dem Zwischentief ist man ja ungefähr wieder auf dem Wert von Ende September, wenn man so will. Ja, gibt es hier noch eine andere interessante Grafiken. Ja, Dividendeneinnahmen, genau, die haben wir hier sozusagen. Nee, muss ich mal auf die Grafik gucken. Quartalsdividende, da sind jetzt schon ein paar November-Dividenden drin. Da hoffe ich ja in dem Quartal jetzt auch wieder auf das Niveau von Q3 zu kommen. Da gehe ich eigentlich stark von aus, wenn nicht noch irgendeine Katastrophe passiert. Und im Monat, das ist hier der silberne Balken, das sind 3.300, Entschuldigung, Euro. Besser als im Vorjahr und schlechter als das, was ich im nächsten Jahr erwarte. Das ist eigentlich eine gesunde Entwicklung. Im November habe ich schon erste Dividenden hier in mein Excel-Sheet eingetragen, die am Montag kommen, eben von diesen REX-ETFs und so weiter. Und auch die nächste, meistens trage ich immer eine Woche im Voraus ein, dass ich schon mal so sehe, was kommt zur nächste Woche rein. Und die sind schon eingetragen. Das sind also schon mal 700 Euro, die ich in der nächsten Woche bekomme. Na, das ist nice. Das sind hier, wenn man hier unten guckt, der Quilt, die JP Morgans, der Han-ETFs von MicroStrategy, der nochmal 85 US-Dollar-Cent auszahlt. Dann am 3.11. hier YMAC, DX, der CEGI und wo ist der FEGI? Der steht hier nicht drin. Doch, der steht hier unter ASWL, genau. Das sind die REX-ETFs, die jetzt am 3.11. auszahlen. Und dann nochmal Ende des Monats eine Dividende auszahlen. Gut. Dann switchen wir wieder um auf das Excel-Sheet hier. Dann gehen wir noch einmal schnell durch. Genau, Kursverlust, wen das jetzt schockt, mich schockt hier heute gar nichts mehr. Das hatten wir schon hier gesehen. Hier habe ich einen Kursverlust von 55.000 Euro, der hauptsächlich, wenn man das jetzt mal hier auf 3 Jahre darstellt, ist der Kursverlust fast genauso groß, weil der ist hauptsächlich jetzt in 2025 hier passiert. Bis dahin sah die Welt noch ganz gut aus und rums ging es nach unten, 15%. Und so richtig erholt hat sich das Portfolio bisher noch nicht davon. Sprich, die BDCs und vor allen Dingen Closed-End Funds, die stehen noch ordentlich im Minus. Torm wäre da auch noch zu nennen, das werden wir jetzt aber auch gleich sehen. Vergrößerung 150% ist jetzt okay. Google hat schon wieder hier Euro-Dollar abgeschaltet, der Schlingel. Ja, gestern nochmal angestiegen, meine beiden Closed-End Funds von Carlyle und Oxford Lane Capital. Trotzdem sind die, hier sieht man also, wie stark die unter Wasser stehen. 38 und 33%, Hölle und Teufel. Ist jetzt aber nichts Neues, standen sie letzten Monat auch schon. Solange da die Dividenden weiterlaufen, behalte ich die im Moment auch schon gar nicht, würde ich eben verkaufen, solange die Werte sehr weit unter Net Asset Value stehen. Da habe ich ja ein eigenes, mir ein Sheet gebastelt, wo ich dann mal gucken kann. Können wir ja mal machen. Ja, das steht noch hier auf Arbor. Geh mal weg. Das Arbor brauchen wir jetzt nicht. Wir haben hier Closed End Fund NAV. Gehen wir auf 125%. Preis versus NAV. Hier gehen wir mal jetzt auf die 55 runter. Das spielt aber hier eigentlich nur für die Euro-Spalte eine Rolle, sonst nicht. Der Abstand, den berechne ich natürlich Dollar zum NAV. Und da haben wir, Oxford Lane hat immer noch leider nicht das NAV für September veröffentlicht, kommt nächste Woche raus. Das finde ich nicht so gut. Alle anderen haben das natürlich schon gemacht. Ich rechne hier mit 19 Dollar ungefähr. Das wird nochmal einen ordentlichen Schritt nach unten nehmen, weil das bei allen anderen auch so war, dass das NAV von August auf September zurückgesprungen ist, hier um zwischen 2% und 5% ungefähr. Aktuell die Preise an der Börse liegen zwischen 2%, das ist ganz gut, weil Soundport Meridian an der Börse 2% günstiger gehandelt und bei Carlyle Credit Income haben 14% und bei Oxford Lane hier 22% auf den etwas höheren Kurs. Wie gesagt, wenn hier nochmal 5% runtergehen, dann ist man bei minus 15%. Auch OCCI, OFS Capital oder ECC, also da darf man die Werte im Moment nicht verkaufen. Das ist einfach too much hier, der Abstand. Das wird sich wieder ausgleichen, wenn ein bisschen Ruhe am Kreditmarkt wieder, das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Von daher, keep calm und solange die Dividenden hier nicht irgendwie drastisch gekürzt werden, streiche ich die Dividende ein und warte einfach mal ab, dass sich diese Löcher hier wieder schließen. Wenn dieses Loch geschlossen wäre,
Nicht? Also hier statt einer 16, statt einer 5,29 eine 6,13 Stunde oder eine 6,20, dann könnte man mal überlegen, einen Teil zu verkaufen, aber im Moment, oder hier, wenn das hier um 6 Dollar rumgehandelt wird, aber im Moment sind einfach die Unterschiede zu groß. Da will ich da gar nicht drüber nachdenken. Gut, also das zu den Closed-End Funds. Viel mehr ist da nicht zu sagen. Der Quilt, ja, steht auch 13% unter Wasser. Der hat halt diesen Rücksetzer nicht so gut verarbeitet wie die, ich sage jetzt mal, modernen Covered Call ETFs von Neos. Die sind da eben deutlich besser mit umgegangen. Dynex Capital hat mal gerade ein Video zugemacht, stehe ich so plus minus 0, 1,4 im Minus und habe natürlich, dann können wir die Dividenden auch nochmal zeigen, fette Dividenden einkassiert, die das wieder ausgleichen können, sodass das hier der erste Wert von den oberen ist, der auch ein positives XIRR dann aufzuweisen hat. Auch bei BlackRock kämpft das XIRR, bei dem BCAT, das XIRR so um die plus minus 0, also ist noch nicht wirklich überzeugend, 17% Kursverlust und auch ein Zwischenverkauf mit Minus und dann habe ich aber 3.300 Euro Dividende bekommen. Reicht nicht aus, um das XIRR ins Plus zu bringen. Also auch hier gilt halten und auf Besserung kaufen. Soundboard Meridian ist nicht ganz so stark runtergekracht wie die anderen Closed-End Funds und hat gestern aber auch nicht so positiv reagiert, aber immerhin das XIRR ist da auch ordentlich im Minus. Einfach weiterhalten. Für mich jedenfalls. Global X, der Eurostoxx, steht 2% im Plus. Dividendenrendite ist jetzt nicht ganz so hoch wie bei dem Global X Nasdaq. Da kommt man also hier auf eine 8,7, eine 8,9 Dividendenrendite und hier ist man so bei 11 ungefähr rum. Aber dafür habe ich eben das Dollarrisiko da nicht drin. Und der steht im Moment, wackelt im Moment so gleichmäßig vor sich hin, sage ich jetzt mal. Ja, dann habe ich Triple Point. War ich auch kurz davor nochmal nachzukaufen, habe mich dann aber dagegen entschieden. Die haben mir jetzt eine Sonderdividende sogar erklärt. Ich bin mal gespannt, wie die Zahlen aussehen, die jetzt rauskommen. Entweder gibt es danach ein Kursfeuerwerk oder nach oben oder nach unten, würde ich sagen. Aber unten sind sie eigentlich schon. Ja, schauen wir mal. Capital Southwest ist natürlich gegenüber meinen Einstiegskursen auch um 12% gesunken. Das meine ich damit. Die ganzen Kredittitel sind im Moment ordentlich nach unten gedrückt. Nachkaufgelegenheit, ja, vielleicht. Habe ich im Moment jetzt nicht genutzt. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich den bei meiner Hausbank habe und dann die Gebühren so hoch und da lohnen sich dann so Käufe für 500 Euro nicht. Da muss ich dann schon mit 2000 Euro nachkaufen oder so und dann habe ich so viel Geld dann auch nicht oder will es dann nicht da reinbuttern. Ja, den Neos, wie gesagt, den wollte ich noch verdoppeln, auch um nochmal eine Option zu benutzen. Das ist passiert, der steht 2% im Plus und spuckt Dividenden aus, hat dann natürlich ein gutes XIRR, aber der ist noch zu neu, um sich das anzuschauen. Trinity Capital XIRR 15%, Kurserwert ein bisschen negativ noch, aber der hat ein bisschen Schwung nach oben gewonnen. Dann haben wir den ersten von diesen, oh, ich muss mir glaube ich mal die Nase putzen, muss ich jetzt mal hier einen Break einschieben. So, und weiter geht's. Dann kommt der erste von diesen Rex-ETFs, den habe ich ja einfach mal auf blauen Dunst gekauft. Der spuckt also eine Rendite von 12% aus, Tech-Werte, auf die er mit Covered Calls arbeitet. Und ja, aber wie ist die Kursentwicklung von dem Beast nach meinem Kauf? Der ist um 14% gestiegen bei einer Dividendenrendite von 12%. Wie kann das gehen? Das frage ich mich auch. Ich habe hier mal... das ist jetzt der Rex Tech Innovation Income and Growth. Ich habe es mal hier bei Just ETF hier mir in so ein Portfolio gebastelt, wo ich die mal reingenommen habe. Und da sieht man also schön den Chart. Und das bei einer monatlichen Dividendenzahlung von 12%. Ja, 12% auf den aktuellen Kurs, 13,7 auf meinen Kurs. Ich bin immer wieder erstaunt, der ist schon wieder geklettert. Also ja, wahrscheinlich ist im Moment die Entwicklung dieser Blue Chips, die er da hat, also sprich der Tech-Werte aus dem Nasdaq, die ist so gut, dass die, obwohl eben Covered Calls geschrieben werden, das ganze Ding immer noch nach oben pusht. Also mit 14% plus hatte ich hier ehrlich gesagt nicht gerechnet. Mit der Dividende so um die 12%, das war auch so meine Erwartung. Man macht jetzt keinen Covered Call ETF auf, einen neuen, der innovativ sein soll. Wenn man da nur 5% Dividendenrendite zahlt, das kauft dann keiner.
Aber immerhin, er heißt ja auch hier Income und Growth, also Einkommen und Wachstum. Und da muss ich sagen, stimmt. Ja, bei Torm sind wir jetzt nach dem Zwischentief wieder so ein bisschen nach oben geklettert. Das ist auch immer so ein Wechselbad. Einen Tag geht es 3% runter, den nächsten Tag geht es 3% hoch. Je nachdem, was es für Messages aus dem Ölbereich gibt. Öl wird transportiert, wird nicht transportiert. Also im Moment hat sich der Wert so um die $20 eingependelt. Ich habe ihn leider für $30 gekauft. Das ist schlecht, aber so ist es nun mal. Und der Dollar ist dann auch nochmal weniger wert geworden. Bestimmt das, was ich jetzt sage. Wo steht er jetzt? Bei $22. Ja, gut. Ein großer Unterschied. 3.500 Euro Dividende habe ich immerhin schon bekommen, stehe aber hier mit 4.000 im Minus. Abwarten, Tee trinken, Dividende kassieren und auf die nächsten Zahlen warten. Wir kriegen nochmal eine Dividende im Dezember von Torm. Und da war ja die Idee, dass es nicht mehr nur 40 Cent sind, sondern ein bisschen mehr. Aber schon bei 40 Cent wären es $160, die ich da kriege. Alles gut. Crescent Capital ist enorm unter die Räder gekommen in 2025 für ein BDC. Ja, abwarten. Der Tiefpunkt ist schon durchschritten. Gestern sind ein bisschen nach unten gegangen. Ellington ist ein Closed-End Fund. Da habe ich schon genug dazu gesagt. Blue Owl auch unter $11 schon gestanden. Jetzt stehen wir wieder bei 11,30 Euro. Ja, also abwarten, dazu kaufen, ist im Moment sehr günstig zu haben. Ist der zweitgrößte BDC am Markt. Vielleicht nicht ganz so gut wie Ares Capital, aber eben verdammt viel billiger als Ares. Auch in Relation zur Dividendenauszahlung. Also auf die aktuellen Kurse 12% Dividendenrendite, das ist interessant. Müssen die Dividende senken? Ja, schauen wir mal auf das Blue Owl Video, sprich auf die Quartalszahlen, die ja irgendwann nächste oder übernächste Woche rauskommen, weiß ich jetzt gar nicht. AOD bin ich bisher mit zufrieden, 6% Kursentwicklung und eine Dividende so in der Größenordnung von 12%. Also dieser Aberdeen Total Dynamic Income Fund funktioniert. Kann man auch in Deutschland kaufen. Ich habe ihn bei Smart Broker gekauft. Ich glaube 600 Stück habe ich im Moment und habe da ja 170 Euro Dividende kassiert. Ist jetzt nicht so viel, aber wir kommen jetzt auch in der Summe, sind wir jetzt hier auch bei 5.000 Euro. Und wenn ich da diese Monatsdividende kassiere, bei so einer stabilen, sogar leicht positiven Kursentwicklung bin ich doch zufrieden. Ja, der Yieldmax Big Tech, der hat sich eigentlich auch ganz gut entwickelt. Dafür, dass der eine 23% Dividendenrendite hat, habe ich hier eine Kursentwicklung von 2,8%. Können wir natürlich auch mal gucken, ob ich den hier irgendwo finden kann. Da ist er, Big Tech Option Income. 41 Millionen, immer noch ein kleiner ETF. Aber mit einer Kursentwicklung, das ist ja hier nicht Total Return, sondern wirklich nur der Börsenkurs, Prozent, man kann es auch hier im Kurs sich anzeigen. Ja, stabil würde ich sagen. Klar, hatte auch mal eine Phase hier im August, da ist er nach unten gelaufen, aber egal, wo man hier gekauft hätte, man hat ja eine wahnsinnige Dividendenrendite kassiert hier in der Zwischenzeit von 23% bei monatlicher Auszahlung. Also bitte. Und für so einen kleinen Wert, wenn man das jetzt hier mal vergleicht, habe ich schon 280 Euro kassiert. Ja, bin ich sehr zufrieden damit. Der Neos Nasdaq hat auch gut funktioniert, 5% plus. Der ist, glaube ich, sogar besser gelaufen als der Neos S&P 500. Der hat 2,3% plus gemacht. Habe ich beide ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gekauft. Hier allerdings nur 100 und hier 200. Und Dividende ist hier auch deutlich höher. Wir liegen hier bei einer Dividendenrendite von 15%, 14% und bei dem S&P so 12%. Ja. Also gibt es nichts zu meckern, monatliche Auszahlung. Aber eben über nicht steuereinfachen Broker bei Lynx über eine Option gekauft. Ich muss das auch selber dann mit dem Finanzamt aushandeln, dass ich da noch Steuern drauf nachbezahlen muss. Aber es hilft alles nichts. Das werde ich wohl auch irgendwie hinkriegen. Ja, dann die JP Morgan ETFs. Da habe ich ja den Nasdaq hier in einer etwas größeren Position. Der hat eine Dividendenrendite so von 8%. Und auf meine Käufer auch eine positive Kursentwicklung von 10%. Da gibt es also nichts zu meckern. Können wir hier irgendwas noch? XIR 43%. Ja, also mit dem bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Nicht so zufrieden mit dem anderen, der ist aber positionsmäßig bei mir weiter unten angesiedelt. Der Rex Crypto, den habe ich wirklich nur aus Flausen gekauft, weil ich dachte, jetzt kaufst du auch mal so einen komischen, den anderen Rex ETF, weil der erste schon so gut gelaufen ist.
In Krypto habe ich wirklich nicht viel, außer meine paar Bitcoins, und da habe ich einfach mal 100 oder 150 Anteile hiervon erworben. Und oh Wunder, innerhalb kürzester Zeit hat er 13% Kursentwicklung gemacht und 18% Dividende Rendite ausbezahlt in der Laufzeit. Können wir nochmal drauf gucken, wie sich der so entwickelt hat. Rex, wo bist du? Rex Crypto ist hier. 6 Millionen, also es ist wirklich sehr kleiner ETF, aber ja, ich hoffe, die machen sie nicht zu, weil der ist wirklich gut gelaufen hier. Also hier so, ja, machen wir mal in Kurs. Hier hat man den so für 22 Euro kaufen können und jetzt sind wir bei 28 Euro angekommen und wie gesagt, es gibt eine fette Auszahlung jeden Monat, außer im Oktober, dafür zwei im November, nee, falscher Klick. Bin ich ganz zufrieden mit. Ja, und dann einzige Sorge ist, dass sie das Ding wieder zumachen, weil es nicht genug Interesse gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen, warum nicht? Master Limited Partnerships ETF, den habe ich ja auch schon ewig lange. Der ist jetzt aber auch durch den Dollarabsturz unter die Räder gekommen. Das, was man hier sieht, ist eigentlich der Dollarrückgang. Dem ETF selber geht es sonst ganz gut. Aber da der in Dollar gehandelt ist, ist der nach unten gekracht. Dividendenrendite so um die 8%. XIR von 13% habe ich da über ein Jahr gemessen. Super, bin ich mit zufrieden. 1700 Euro Dividende kassiert und durch Zwischenverkäufe nochmal 1000 Euro, also 2800 Euro Gewinn und 600 Euro laufender, lastender Kursverlust, wenn man so will. Das kann man verknüsen. OFS Credit ist einer der CLOs, hatten wir schon drüber gesprochen, Closed End Funds mit CLOs. PIO, Adams Natürliche Ressourcen, auch ein Closed End Fund, ich wollte gerade sagen ETF, ein Closed End Fund, der Ölaktien hält. Die machen auch keine Covered Call Strategie, sondern die nehmen dann Kursanstiege mit, verkaufen die Aktien wieder und sorgen dafür, dass sie ungefähr eine konstante Ausschüttung von 8 bis 10%, im Moment sind sie ein bisschen nach oben gefahren mit der Ausschüttung 9,5%, dass sie ungefähr eine Ausschüttung haben von $1, $1,20 im Jahr. Stimmt das, was ich da sage? Kann ja dann nicht stimmen, mal 4. Nee, verwechsel ich gerade mit AOD, Entschuldigung. PIO hat im Moment 50 Cent Ausschüttung. Das sind $2 also 50 Cent im Quartal sind $2 im Jahr. Das stimmt aus diesen Öltiteln, die sie da halten. Carlyle ist noch ein BDC, den es auch ordentlich nach unten gedrückt hat. Den habe ich versucht unten aufzusammeln. Am Tiefpunkt ist mir nicht geglückt. Wir stehen 7% tiefer, macht nichts, wird gehalten. Dividende ist schon gekommen, 13, 12 bis 14% Dividende, je nachdem, wann man gekauft hätte. Mit 12% bin ich aber zufrieden auf meine Kurse. Eagle Point Credit ist auch noch ein Closed End Fund mit CLOs. Ist gestern auch nochmal 3% hochgegangen, also die Closed End Funds sind gestern ein bisschen angezogen. Barings BDC auch versucht so ein bisschen unten zu kaufen, ist aber dann nochmal tiefer gefallen. Hier insgesamt habe ich 18% Rendite, sprich 1200 Euro Dividende, 600 Euro aus alten Verkäufen, aus einer alten Position. Das überdeckt also den Kursverlust der neuen Position. Alles gut. Viper Venom zahlt nächsten Monat, glaube ich, Dividende oder im Dezember. Da kriege ich auf jeden Fall nochmal eine Dividende in diesem Jahr. Das ist ja so ein Ölwert, der aber nicht die selber Öl ausbeutet, sondern nur die Rechte dafür an den Grundstücken hält und diese Rechte dann verkauft und sozusagen aus diesen Rechten, von diesen Rechten lebt. Sozusagen. Die haben also ein großes Feld in Texas an Grundstücken, die ihnen nicht gehören, sondern das gehört den Farmern, aber die haben die Ölrechte auf diesen Grundstücken gekauft und beuten die halt aus, also ohne dass sie selber Bohrtürme aufstellen. Das machen dann wieder Ölfirmen. Kompliziert, aber funktioniert. Fidos ist noch ein BDC, den ich habe, der steht auch im Minus, wie alle BDCs irgendwie, aber nichtsdestotrotz ein sehr guter BDC. Im Ranking steht es in den Top-Werten drin und bei mir auch immer mit positiven Ergebnissen geschlossen. Ich hatte den früher mal, aber auch nur kurze Zeit, kleine Position. Rhythm Capital bin ich auch wieder neu eingestiegen, ist auch leider runtergegangen und zu den Kursen im Moment so unter $10 ist es eigentlich echt eine Nachkaufposition. Ja, also würde ich auch gerne nochmal was nachkaufen. Dann kommen wir zu den Preferred Shares, da habe ich ja nur 100 Stück hier von SunPoint Meridian
Ja, der wackelt immer so um die 25 $ rum. Jetzt steht aber 21,71 Kursgewinn von 1%. Das kann aber am Ex-Tag dann auch wieder runtergehen. 58 € Dividende habe ich schon bekommen. Insgesamt ein XIRR von 12% sollte eigentlich nur 8 bis 9% ergeben. Wo steht denn aktuell der Kurs? 25,05 ist, also die Kursschwankung ist wirklich so 24,90, 25,05, so kleine Bewegungen. Das hat aber dann relativ große Auswirkungen auf das XIRR, wenn es dann mal ein bisschen über die 25 gewandert ist. Bitcoin Physical stehe ich im Minus. Ja, Bitcoin ist im Moment nicht so stark, aber hier wollte ich ja noch nachkaufen. Meinetwegen kann das im Moment im Minus stehen. Ich hoffe ja drauf, dass der Bitcoin dann wieder irgendwann mal nach oben wandert, wenn da die nächste Krise überwunden ist und ich dann eine kleinere Position auch im Portfolio habe. Und dann wird auch der MicroStrategy ETF Income, den ich da habe, auch wieder ein bisschen nach oben wandern. PIMCO US Short-Term High Yield Bond ETF, der hat eine 3% Kursgewinn und eine 6,5% Dividende, die man da kriegt, macht so in Summen XIRR von 8%, was ich erwarte. Da der Kursgewinn jetzt aber in kurzer Zeit erfolgt ist, steht hier eine 16%. Dem würde ich nicht so viel beimessen. Im Moment gehen die Zinsen nach unten, dadurch werden, obwohl das variabel verzinste Bonds sind, ja, bin ich nicht so ganz sicher, ob die alle variabel verzinst sind. Die werden auch einen Anteil von Fixverzinsten drin haben. Die haben zwar nur kurze Laufzeit von 2 Jahren, trotzdem geht dann der interne Wert so ein bisschen nach oben, dieser Zinstitel, die da drin sind. Und insofern ist das auch zu erwarten, dass man hier einen positiven Kursentwicklung im Moment sieht. Aber so insgesamt werden die Yields dafür hier nach unten laufen, weil die ja immer wieder ausgetauscht werden, die Bonds, die da in ihrem ETF halten. Ist jetzt auch nicht so mein Spezialgebiet. Ist einfach eine Mini-Position, die bleibt im Moment da auch drin. Hier habe ich den Yieldmax MicroStrategy, den habe ich für 25 € gekauft, der ist jetzt bei 14 €, so auf die Hälfte runtergefallen. Ja, super. Das liegt jetzt weniger an der Option-Income-Strategie als an dem drunter liegenden Wert. Der ist ja auch ganz schön runtergekommen. Ja, da kann man den Rückgang sehen. Jetzt hat es auch Einfluss auf die Dividende. Die nächste Dividende wird ein bisschen niedriger ausfallen. Die Dividenden hier mal irgendwo angezeigt. Ja, hier gab es ja noch 1,898 und jetzt geht das auf, das sind Euro-Werte, auf 74 Cent dann runter. Die wird aber, glaube ich, erst am 3.11. ausbezahlt. Hier fehlt auch irgendwas dazwischen. Keine Ahnung. Denn die haben jeden Monat eine Dividende bezahlt. Ja. So, da habe ich eben fette Kursverluste, Dividenden habe ich 300 € bisher bekommen. Da kommt jetzt am 3.11. noch mal was dazu. 100 Stück habe ich da, glaube ich, oder 150. Ja, könnte ich jetzt im Kopf versuchen auszurechnen. Ich lasse es mal. Die BP steht immer noch bei 5 €, zwischendurch mal so ein bisschen abgestürzt gewesen. Ist wieder über die 5 € geklettert. Erstaunlich, wo die Ölpreise so niedrig sind. Also die haben sich jetzt wirklich gut gehalten mit ihrer Strategieänderung. 21% Kursplus hier für meine Mini-Position. Insgesamt durch alte Positionen 3.500 und 1.400 € Dividende. Hiermit ist natürlich eine XIRR von 21% auf meine ganzen BP-Aktivitäten, also nicht auf die aktuelle Position, wenn man so will. Ja, die Income Shares QQQY, der Nasdaq Income Share, ja, steht 25% im Minus. Damit kann ich leben, muss ich leben. Ich habe auch schon 500 € Dividende gekriegt und 460 € Kursverlust. Das heißt, hier stehe ich insgesamt schon im Plus. Oh Wunder, oh Freude. DSPY, da ist auch die ausgezahlte Dividende über dem Kursverlust. Oh Wunder, oh Freude, es finde ich gut. So, das ist jetzt ein bisschen besser geworden nach ihrer Strategieumstellung, ja. Jepi, das ist ein bisschen enttäuschend, da hat sich der Kurs nicht so recht entwickelt. Hier für die US Equity Premium, also das Premium sehen wir hier noch nicht. Und die Dividende aus den Covered Calls ist niedrig im Vergleich zu anderen. Hier da 5,7%, 5%. Da hätte ich ein bisschen mehr positive Kursentwicklung erwartet. Die ist nicht eingetreten. Ladder Capital ganz neu dabei, also hier das XIRR basiert noch auf der alten Position, 19% aktuell, 8,7% Rendite, ist super.
Sprich, hier stehe ich zwar jetzt auch schon wieder 3% im Minus, obwohl erst vor einer Woche gekauft, aber ich habe immerhin 900 Euro auf den alten Positionen und 800 Euro Dividende, 900 Euro Kursgewinne durch Verkäufe realisiert. Wisdom Tree, Kursgewinne auf der laufenden Position und auch Dividenden, die sind hier nicht so hoch. 6,3% im Moment Dividende auf diesem europäischen, ja, diesem europäischen Income-ETF sozusagen, der so eine Selektion aus europäischen Werten macht, so will ich es mal sagen. Ja, dann kommt der dritte Income-Share auf die Coinbase, der steht, glaube ich, noch im Minus, weil Coinbase ist zwar in den letzten Tagen ganz gut gelaufen, ich glaube, der stand schon mal bei 3,50, hat sich wieder ein bisschen nach oben gearbeitet. Die Dividende, die jetzt kommen soll im November, ist ordentlich fett. Ne, man muss ja hier nur auf die Dividendenrenditen gucken, das ist die letzte Dividende, die ausgezahlt wurde, mal 12. Da habe ich 72% hier bei Income Share. S&P sind es nur 30%, also ein niedrig Dividendenwert. Und beim Nasdaq 41, das war jetzt Ironie für den, der es nicht verstanden hat. Und dieser Wert wird jetzt nochmal ordentlich ansteigen, weil die nächsten Monatsdividende, glaube ich, nochmal 20% höher war oder so, dass hier eine 80 oder 90 wieder stehen wird. Crazy. Und dann gibt es doch eine Chance, dass hier zwischen den 700 Kursverlust und den 600 Dividende, dass sich da in den nächsten Monaten das so ein bisschen angleichen wird, so wie es das auch schon hier beim Nasdaq und S&P getan hat. Schauen wir mal. Thanachart-Aktie, die habe ich ja auch schon in der Altposition lange im Portfolio gehabt, 20% Rendite über die Jahre hinweg, aktuelle Position mit 7% im Plus, 2.300 Euro Dividende und 3.600 Euro Kursgewinne tun ihr Übriges. Ja, würde ich auch gerne nochmal ausbauen, die Position. Ja. Wing Commander haben wir hier, WINC, iShares World Equity High Income ETF, so heißt es richtig. Ich bleibe bei Wing Commander. 4,81 $. Kurs ist ein ganz bisschen positiv, 11 Euro Dividende, ja, alles gut. Get ETF, 35% Kursgewinn hier in meiner Mini-Position, hat ein stabiles XIR von 15%, gibt es nichts zu meckern. Ja. Als einzige Kritik von mir wäre daran, dass ich den immer noch nicht ausgebaut habe. Kiatnakin Fatra ist mir im Moment zu teuer. Da habe ich den guten Zeitpunkt nachzukaufen verpasst. Ärgert mich ein bisschen. 107% Kursgewinn auf meine Altposition aus 2010. 3.900 Dividende aus einer Zwischenposition, die ich dann so plus minus null wieder verkauft habe. Hätte ich mal behalten sollen. Aber es ist, wie es ist. Das beides sind ja Positionen, die ein Kumpel von mir im Bereich von 1,5 Millionen, 2 Millionen Euro hält. Bank OSAG habe ich jetzt nur noch einen Bruchteil Orion, da braucht man nichts zu sagen. Und dann kommen alles Werte, die ich nicht mehr im Portfolio habe und die wir jetzt dann auch nicht mehr angucken wollen. Vielleicht nochmal ein Blick auf Herkules. Wo stehen die im Moment? Herkules, wo bist du? Denn die würde ich nochmal nachkaufen. Da sind sie. Gestern um 2% gestiegen, 15,53. Ja, ich weiß, dass ich bei 16,10 Euro verkauft habe, weil mir das so hoch erschien. Ich weiß es nicht. Vielleicht kaufe ich auch erstmal andere Werte, die ich hier schon als Position habe, nach. Nimm nicht noch eine weitere Position auf. Gut, ich danke euch für euer Interesse. Das war es nämlich auch schon nach nur einer Stunde. Und bitte ein Like da lassen, Kanal abonnieren und ihr kennt das ganze Gesülze. Es kommen ja jetzt so nach und nach einige Videos zu einigen Werten pistolenmäßig rausgeschossen, einfach weil die jetzt auch ihre ganzen Quartalzahlen veröffentlichen und das ist natürlich interessant zu sehen. Mein erster Eindruck ist jedenfalls mit den Q3-Zahlen, die sind besser als viele Anfang Oktober oder Mitte Oktober gedacht haben. Also ich habe bisher noch nichts Schlimmes in den Quartalzahlen gefunden. Gut, es kommen auch noch so ein paar Werte hier, TPVG oder SCM oder PennantPark, wo man sagen kann, und die ganzen Closed-End Funds sind da noch negative Überraschungen drin. Ich fürchte, die werden nicht so schlimm aussehen, die Zahlen, wie die Kursrückgänge da an der Börse gewesen sind. Und vielleicht sehen wir da mal im Herbst einen kleinen Frühling dann auch wieder bei diesen Werten, habe ich jedenfalls die Hoffnung. Wenn nicht, werden sie einfach eingelagert, winterfest gemacht und es wird weiter die Dividende einkassiert. Das ist auch schön. Ja, dann danke ich jetzt für die Aufmerksamkeit. Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht und sage bis zum nächsten Mal.